Ich glaube, der größte Fehler ist einfach zu lange zu warten. Wenn man sich Drupal von, weiß ich nicht, den Drupal 8 Release, der inzwischen, glaube ich, 10 Jahre her ist, anschaut und die Funktionalitäten des Systems damals vergleicht mit den Funktionalitäten von Drupal 11, dann sind das doch sehr, sehr große Unterschiede. Gerade wenn man jetzt nochmal schaut und man hat vielleicht die letzten 5 Jahre eigentlich nichts an dem Touchpoint gemacht, dann ist es auf jeden Fall der richtige Moment, da kritisch nochmal drauf zu gucken. Ich glaube, viele Leute sind sich dann einfach doch nicht bewusst, dass so ein digitaler Touchpoint eigentlich unabhängig von welcher Software die jetzt betreibt, ob das jetzt ein WordPress, ein Drupal oder ein Typo 3 ist, doch regelmäßig gewartet werden muss. Also hier verändert sich die Organisation und mit der Organisation sollten sich auch die digitalen Touchpoints entsprechend anpassen, sodass sie die Organisation in den Zielen so gut wie möglich unterstützen. Hi zusammen, ich sitze hier mit Volkan von Factorial und wir wollen heute über das Thema Drupal Upgrade sprechen. Volkan, stell dich vielleicht einmal kurz vor und erzähl uns, was macht Factorial eigentlich? Hi, ich bin Volkan Jakobsen, ich bin einer von 3 Gründern und Geschäftsführern von Factorial. Und wir bauen individuelle Softwarelösungen für unterschiedlichste Verticals. Das fängt im Gesundheitssektor an, geht über Publishing bis hin zu NGOs. Also wir bauen eigentlich alles von Webseite bis Intranet bis zu digitalen Produkten, was im Web läuft. Und ich freue mich heute, dass wir über das Thema Drupal Upgrade reden, weil Drupal eine von unseren Kerntechnologien ist, mit der ich persönlich jetzt inzwischen schon seit fast 20 Jahren arbeite und wir als Factorial schon über 10. Ja, und freue mich heute hier zu sein. Sehr schön. Das Thema Drupal Upgrade ist ja auch ein recht, ich sag mal, heiß diskutiertes Thema, denn es gibt alle 2 Jahre eine neue Major-Version und die Systeme sind eben angehalten, auch auf dieser neuesten Drupal-Version eben geupgradet zu werden. Ich erinnere mich aber auch bei Drupal in seiner jetzt über 20-jährigen Geschichte, die das Framework einfach schon hat, als etabliertes Content-Management-System am Markt, dass so ein Upgrade-Prozess auch nicht immer ganz einfach ist. Wenn ich jetzt an das Upgrade von der Version 7 auf die Version 8 zum Beispiel denke, dann weiß ich, da gab es auch einige Stimmen in der Community, die sich von Drupal verabschiedet haben in dem Moment oder Drupal den Rücken gekehrt haben, weil eben dieser Upgrade-Prozess ein sehr umfangreicher gewesen ist. Und vielleicht kannst du in dem Zusammenhang, Volkan, einmal sagen, warum zögern Unternehmen überhaupt, wenn es an das Upgraden ihrer Systeme geht? Ich kann mal anfangen mit diesem Drupal 7 auf Drupal 8 Upgrade Path. Und das ist damals schon ein sehr wichtiger Schritt für Drupal gewesen, weil es einen komplett neuen technischen Unterbau gab. Also man hat sich so ein bisschen den restlichen Open Source Initiativen in diesem PHP-Universum, also der Programmiersprache, in der Drupal geschrieben wurde, angeschlossen und als technischen Unterbau Symfony gewählt, das Symfony Framework. Es wurden auch mehrere andere Technologien in dem Zuge mit eingeführt, wie Twig und ein moderneres Frontend. Das hat aber dazu geführt, dass es eigentlich nicht möglich war, ein einfaches Update oder Upgrade zu machen, so wie das im Moment der Fall ist, sondern man musste eigentlich die komplette Plattform neu bauen. Und wenn man sich da gerade Organisationen anschaut, die über vielleicht 5 oder 10 Jahre wirklich an einer Plattform gearbeitet hat und das dann komplett neu technisch umsetzen muss, dann ist es natürlich ein sehr großes Investment. Und in dieser Zeit ist, denke ich, bei mehreren Evaluationsprojekten dann doch rausgekommen, vielleicht doch eine andere technologische Entscheidung zu treffen und nicht mehr weiter mit Drupal zu arbeiten. Das kann man jetzt aber heutzutage eigentlich oder mit der heutigen Situation eigentlich nicht vergleichen. Heute ist es so, wenn man sich jetzt anguckt, eigentlich die Upgrades seit Drupal 8 auf 9 und wir sind inzwischen bei 11. Das sind wirklich reine Software-Updates in dem Sinne, dass der technologische Unterbau auf der einen Seite einfach nur geupdatet wird, also eine neue Symfony-Version wird automatisiert installiert und die Abhängigkeiten, auf denen Drupal jetzt aufgebaut ist, werden abgedatet und natürlich auch neue Drupal-Funktionen werden ausgespielt. Und hier, also früher haben wir von einem kompletten Rewrite der Software gesprochen, jetzt reden wir nur noch von einer Anzahl Manntagen, Personentagen beziehungsweise wenigen Wochen, abhängig von der Komplexität der Software oder des Projekts. Und warum, vielleicht kannst du da auch einmal drauf eingehen, warum ist dieser Upgrade-Prozess überhaupt eigentlich wichtig? Also was gibt es da für Aspekte, die eben für so ein Upgrade sprechen? Ich glaube,
bei Software-Updates, das kennt ja eigentlich irgendwo jeder. Ne? Es geht auf der einen Seite darum, dass man natürlich ein sicheres System hat. Ne? Also mit jedem Update werden häufig auch Sicherheitslücken geschlossen, mal kritische, mal weniger kritische. Plus es wächst natürlich der Funktionsumfang. Also wenn man sich Drupal den Drupal 8 Release, der inzwischen, glaube ich, 10 Jahre her ist, anschaut und die Funktionalitäten des Systems damals vergleicht mit den Funktionalitäten von Drupal 11, mit AI-Features, Recipes und dem ganzen Drupal CMS, was jetzt möglich ist, dann sind das doch sehr, sehr große Unterschiede. Und so hat man auf der einen Seite, verliert man an Innovationskraft, wenn man nicht updatet, beziehungsweise gewinnt an Innovation, wenn man updatet, plus dass es natürlich eine Sicherheit mit sich mitbringt, die man sonst als Risiko in seine Organisation mit einführt. Jetzt gibt es ja ungefähr noch 150.000 Websites, die auf einer Drupal 8 oder 9 Version laufen. Kannst du mir einmal erklären, warum es nach wie vor so viele Websites gibt, die eben diesen Upgrade-Prozess nicht durchgeführt haben? Also was sozusagen bewegt diese Unternehmen nach wie vor auf einer veralteten Drupal-Version, die ja ihren End of Life teilweise schon vor Jahren erreicht hat, zu verbleiben? Ja, so richtig gut verstehen tue ich das natürlich nicht. Also ich glaube, es ist ein Teil Unwissenheit. Ich glaube, viele Leute sind sich dann einfach doch nicht bewusst, dass so ein digitaler Touchpoint, eigentlich unabhängig von welcher Software die jetzt betreibt, ob das jetzt ein WordPress, ein Drupal oder ein Typo 3 ist, doch regelmäßig gewartet werden muss. Man hat natürlich mit Drupal den Vorteil, dass es ein per se sehr sicheres System ist und man diesen Prozess des Updatens sehr lange ausstellen kann. Das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem täglich das Risiko hat, dass es mal einen Security Release geben wird, was man dann verpasst, was einen dann in große Probleme bringt. Also es gab ich glaube, das ist inzwischen über 10 Jahren, dann wirklich mal ein kritisches Drupal-Update, das war damals noch für Drupal 7, für das es dann auch relativ schnell einen Exploit gab und wo dann auch unterschiedliche Websites gehackt wurden. Was natürlich für uns als Dienstleister in dem Sinne gut war, dass wir relativ viele neue Kunden hatten, die von ihren Agenturen auf Drupal-Spezialisten gewechselt haben, aber natürlich der Reputation des Gesamtsystems und der unterschiedlichen Organisationen extrem geschadet hat. Also gerade in Zeiten von DSGVO sollte man sehr, sehr kritisch sein im Umgang mit personenbezogenen Daten. Also man sollte vorsichtig sein, das sollte man natürlich immer. Aber wenn man sich die Strafen anschaut, die ja teilweise Prozentsätze des Umsatzes sind, so gibt es da eigentlich doch schon einen sehr klaren Incentive, seine Drupal-Seite up-to-date zu halten. Und wenn man jetzt mal von den Sicherheits- oder Kompatibilitätsaspekten absieht, was können Unternehmen von neueren Drupal-Versionen, wie zum Beispiel der Drupal-Version 11, erwarten? Also was mit Drupal 11 jetzt introduziert wurde, oder eigentlich, wenn man sich anguckt, das ganze Drupal CMS, da gibt es unterschiedlichste, wirklich große Innovationen. Also eine meiner Lieblingsinnovationen ist dieses Konzept von Rezepten, also Recipes. Also Drupal ist schon immer ein sehr modulares System gewesen. Man kann sich das immer so ein bisschen vorstellen wie so ein Lego-Baukasten, mit dem man eigentlich die wildesten Sachen bauen kann, so wie mit Lego halt auch. Jetzt ist es aber so, dass Recipes eigentlich schon vorgebaute größere Komponenten mit sich mitbringen. Also man kann sein Content-Management-System mit einem Klick um eine skalierbare Elasticsearch oder Solr-Suche erweitern. Man kann sich komplett größere Feature-Bereiche wie einen Blog oder wie Taxonomie-Übersichtsseiten, all diese Dinge sind jetzt über einen einfachen Installer und ein User Interface zu integrieren. Also wir als Factorial haben eine eigene Distribution, das nennt sich CircleDot, und da nutzen wir eigentlich genau diese Funktionalitäten, um Best Practices, die wir bei unterschiedlichsten Kunden gebaut haben, zu modularisieren und dann natürlich in unterschiedlichen Projekten auch wieder zu verwenden. Und genau dieser Gedanke steckt hinter Drupal CMS und den Recipes. Das Rad nicht immer neu zu erfinden, sondern in größeren Bausteinen immer wieder zu verwenden. Und wie verhält sich das in Bezug auf Drupal mit dem Thema der künstlichen Intelligenz? Gibt es da Aspekte, die man in der neuen Drupal-Version oder auch in zukünftigen Drupal-Versionen eben als Unternehmen nutzen kann? Also zu dem ganzen AI-Thema und Drupal, das ist ein sehr schnell, also ein fast-moving Target, wie wir immer so sagen. Da passiert im Moment unglaublich viel. Also es gibt auch
unterschiedlichste AI-Initiativen innerhalb von Drupal, die aber an sich sehr gut organisiert sind. Ich glaube, hier merkt man auch, dass die Organisationsstruktur von Drupal, die doch relativ zentralisiert irgendwo ist, in der Organisation ein großer Vorteil ist. Also was man im WordPress-Universum sieht, ist, dass es da jetzt, glaube ich, 150 unterschiedliche Module gibt. Für jeden AI-Provider gibt es eine eigene Integration und alle haben einen unterschiedlichen Stand und unterschiedliche Funktionalitäten. Während in der Drupal-Community das Ganze wirklich sehr stark konzentriert wird auf das AI-Module mit einem Team von Entwicklern aus unterschiedlichen Firmen, die kollaborieren und ein Framework schaffen, was auf unterschiedliche AI-Provider aufsetzen kann, also unterschiedliche LLMs nutzen kann, das irgendwo standardisiert, gleichzeitig aber trotzdem am Zahn der Zeit bleibt und immer weiterentwickelt wird. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Art und Weise, wie Drupal seine Daten speichert, also in Feldern, Inhaltstypen und diesem recht komplexen Datenmodell, was es auch erlaubt, die ganzen Übersetzungen, Revisionen etc., irgendwo, also Versionen von Inhalten zu erstellen, sich sehr gut eignet, um diese Informationen auch strukturiert an Large Language Models zu übergeben. Also es gibt jetzt auch schon den ersten MCP-Client für Drupal, um halt wirklich diese Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation noch besser zu streamlinen und auch viele andere Initiativen, die zeigen, dass Drupal auf jeden Fall im AI-Zeitalter einen kompetitiven Vorteil hat gegenüber anderen Systemen, die wie zum Beispiel WordPress die Daten doch auf eine weniger strukturierte Art und Weise auch speichern. Und was ist mit so Themen wie beispielsweise Performance und Accessibility? Das sind ja, wenn man jetzt an State-of-the-Art Customer Experiences denkt, von beliebten oder ich sag mal bekannten Playern im Web. Was für Capabilities bringt Drupal damit in der neuen Version? Also Accessibility ist immer schon ein Kernthema von Drupal gewesen. Also alle Drupal Core und auch sehr viele von den Erweiterungen sind immer WCAG compliant. Also es gibt eigentlich keine Erweiterung in Drupal Core, die freigegeben wird in einem Stable Release, die nicht barrierefrei ist. Und das ist auch eine der Stärken des Systems. Also wir als Dienstleister, uns ist natürlich auch wichtig, dass die Frontend-Integration, also das eigentliche Produkt, was wir dann auf Drupal aufbauen, natürlich auch barrierefrei ist. Und wir investieren da auch viel Zeit und natürlich auch irgendwo Geld, weil wir sehr stark daran glauben, dass barrierefreie Interfaces unglaublich wichtig sind. Unglaublich wichtig natürlich auf der einen Seite für die Menschen, die es nutzen oder die darauf angewiesen sind, auf der anderen Seite aber auch, weil es immer auch Suchmaschinenoptimierung mit sich mitbringt, weil die Dinge durch Maschinen einfacher interpretiert werden können und dadurch gleichzeitig auch einen Vorteil in der Wiederverwendbarkeit der Daten mit Large Language Models, sprich AI, Chat Agents etc. möglich werden. Zum Thema Performance, hier ist Drupal auf jeden Fall auch sehr stark. Also ich glaube, ich habe in den letzten Jahrzehnten, in denen ich wirklich aktiv im Web arbeite, kein so intelligentes Caching-System gesehen wie das von Drupal. Also wo man sehr granular auf Website-Komponenten-Level eigentlich die Inhalte taggen und cachen kann und diese Tags und Cache-Teile auch entsprechend invalidieren kann. Also hier sieht man, dass Drupal wirklich ein CMS ist, gemacht für den Enterprise-Bereich, also für wirklich skalierbare Webseiten, die halt auch mal Lasten aushalten können, ohne dann in die Knie zu gehen. Okay, wir haben jetzt viele Dinge gehört über die, ich sag mal, ja, negativen Aspekte, die damit verbunden sind, wenn man sein System nicht modernisiert, beziehungsweise eben auch über die verschiedenen Funktionalitäten und Vorteile, die modernere Drupal-Versionen mit sich bringen. Lass uns jetzt einmal vielleicht wieder auf den Upgrade-Prozess zurückkommen. Denn wenn man sich jetzt als Unternehmen entscheidet, okay, wir möchten unser veraltetes Drupal oder unsere veraltete Drupal-Version möchten wir auf die neueste Version bringen, und das gilt ja eigentlich auch für sämtliche andere Formen eines Website-Relaunches, wie müssen sich Unternehmen jetzt so einen Upgrade-Prozess vorstellen? Also das Gute, und das ist so ein typisches Drupal-Ding, ne? There's a module for that. Also man kann auch einfach erstmal eine Erweiterung von Drupal installieren, die einem
genau das analysiert. Also da wird eine Analyse des Codes und der Erweiterungen und des Drupal Core Status analysiert und dann wird eigentlich aufgezeigt, was alles passieren muss. Also welche Module geupdatet werden müssen, welches die nächste oder die nächst stabile Drupal Core Version ist, aber auch welche individuell angefertigten Erweiterungen angepasst werden müssen. Also wo es wirklich Codebausteine gibt, die vielleicht nicht mehr kompatibel sind mit der letzten Version von Drupal und der letzten Version von natürlich auch PHP, also der unterliegenden Programmiersprache. Und das ist der allererste Startpunkt. Also hier guckt man erstmal, okay, ne, wie sehen die Hausarbeiten aus? Es ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig von der Komplexität der Plattform. Also bei einer einfachen Webseite ist es wirklich so, also es gibt inzwischen auch ein Auto-Update-Framework. Wenn man sich wirklich nur an Drupal Core und sehr populären Erweiterungen bedient hat, dann ist es wahrscheinlich sogar mehr oder weniger möglich, ein automatisiertes Update zu machen. Dann spricht man von Stunden oder maximal Tagen, die man da investiert. Wenn es eine komplexere Plattform ist, ein Intranet oder halt wirklich ein digitales Produkt, in dem auch viel individuell programmiert worden ist, da muss man dann immer schauen, inwieweit wurden diese individuellen Teile gewartet. Also wenn man wirklich einen Sprung von 8 auf 11 macht, dann muss man schon sagen, dann werden da Tage oder vielleicht ein paar Wochen an Arbeit auf einen zukommen. Das ist so ein Erfahrungswert, den wir in den letzten Jahren gesammelt haben, in dem Moment, in dem wir Projekte übernommen haben, bei dem es halt keine gewartete Software war. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass so eine Webseite mit dem Stand von vor vielleicht 10 Jahren auf eine neue Drupal-Version gebracht wird, dann ist es ja schon relativ safe to say, dass ein Unternehmen eben auch mittlerweile vielleicht in eine ganz andere Richtung seine digitale Strategie ausgerichtet hat und dass die Funktionalitäten einer alten Webseite, selbst wenn sie jetzt modernisiert wird, möglicherweise den neuen Anforderungen der Geschäftsführung oder des Bereichs eben gar nicht mehr gerecht wird. Wie würde sich dann so ein Prozess vollziehen, dass man die Seite eben modernisiert, aber gleichzeitig auch möglicherweise neue Funktionen implementiert, die eben auch auf die aktuelle digitale Strategie einzahlen? Ich glaube, was man meistens schon sagen kann, ist, wenn man jetzt wirklich mehrere Jahre, also 5 Jahre kein Update gefahren hat, dann wird sich mit relativ großer Sicherheit die Organisation auch weiterentwickelt haben. Ne? Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. In dem Moment, in dem sich eine Organisation weiterentwickelt, ist es auch immer der richtige Moment, mal zu schauen von, okay, spiegeln das die digitalen Touchpoints eigentlich auch wider? Also ist das, was man sich damals als Zielsetzung für so einen, sagen wir jetzt mal ganz einfach, Website-Relaunch vorgenommen hat, eigentlich immer noch die Punkte, die einem wichtig sind? Geht es um Employer Branding, also das Werben neuer Mitarbeitenden? Geht es um vielleicht wirtschaftlich schwierigen Zeiten, um Sales? Ne? Also will man den eigenen Vertrieb unterstützen? Oder geht es um Marke und Marketing? Ne? Also hier verändert sich die Organisation und mit der Organisation sollten sich auch die digitalen Touchpoints entsprechend anpassen, sodass sie die Organisation in den Zielen so gut wie möglich unterstützen. Und das ist neben dem technischen Upgrade, in dem wir unterstützen, natürlich auch ein kleines inhaltliches Beratungsprojekt, was wir mit anbieten, einfach um zu schauen, aus der Business-Analyse heraus, schließt das Ganze denn noch an das an, was das Unternehmen wirklich als Zielsetzung hat? Welche Rolle nimmt Factorial denn bei diesem Upgrade-Prozess letztlich ein? Wir hatten über die technologische Expertise gesprochen und auch über diesen technologischen Schwerpunkt, den Factorial hat. Aber zu einem Upgrade gehören ja eine ganze Menge andere Dinge. Da greifen Gewerke ineinander, da wird möglicherweise Design gebraucht. Du hast eben von der Beratungsdienstleistung gesprochen. Also wie muss man sich dann eine Zusammenarbeit mit Factorial in so einem Upgrade-Prozess vorstellen? Es gibt, wie du gerade schon gesagt hast, klar die technische Komponente, das ist eigentlich mehr oder weniger so ein Selbstläufer, das ist so Brot und Butter bei uns. Klar, wir gucken, dass das Ganze wieder sicher wird, dass es skaliert, ne, dass wir uns auch die Performance nochmal anschauen, dass wir uns die Barrierefreiheit anschauen. Ne, das sind so Hygienefaktoren, würde ich sie nennen. Und gleichzeitig nutzen wir den Moment, um, wie gesagt, aus der Business-Analyse nochmal kritisch zu schauen, oder das ist optional natürlich, zu schauen, was sind eigentlich die Ziele der Organisation und wie zahlen die digitalen Touchpoints auf diese Ziele ein? Und hier schauen wir mit unserem BA-Team, okay, was
was können die digitalen Touchpoints leisten, um die Organisation erfolgreicher zu machen. Und gerade wenn man jetzt nochmal schaut und man hat vielleicht die letzten 5 Jahre eigentlich nichts an dem Touchpoint gemacht, dann ist es auf jeden Fall der richtige Moment, da kritisch nochmal drauf zu gucken. Neben der Business-Analyse als ersten Startpunkt haben wir aber natürlich auch andere Gewerke. Ne? Also wir haben ein User-Experience-Team, was sich das Ganze aus der User-Perspektive nochmal anschaut. Also das ist der große Gegenpol von, was macht die Organisation, welche Organisationsziele gibt es, welche betriebswirtschaftlichen, und auf der anderen Seite, welche Nutzerbedürfnisse sind da. Und dann geht es über ins User Interface Design, also wirklich dann das Ausgestalten der neuen Funktionalitäten oder vielleicht auch der bestehenden Funktionalitäten, Brand Update, gestalterisches Update, um dann in die Entwicklung zu gehen, um das Ganze technisch umzusetzen. Und dann natürlich immer nochmal aus der Accessibility-Sicht, aus der Suchmaschinenoptimierungsbrille und als letztes Performance. Ne? Das sind immer die 3 Punkte, aus denen wir uns, oder 3 Perspektiven, aus denen wir uns alle Plattformen nochmal anschauen, weil das einfach unglaublich wichtig ist für den Erfolg der Plattform. Nun habt ihr bei Factorial hunderte von Upgrade-Prozessen begleitet. Vielleicht kannst du da mal so ein kleines bisschen erzählen, was sind denn die größten Fehler, die Unternehmen im Zuge eines Upgrade-Prozesses machen? Also worauf müssen Unternehmen bei diesem Prozess achten, damit eben auch alles reibungslos funktioniert? Ich glaube, der größte Fehler ist einfach zu lange zu warten. Also das Ding ist, vielleicht sagt man sich sogar mal von, okay, da will man die Kosten vielleicht in dem Moment gerade sparen oder es gibt andere Gründe, um so ein Update auszustellen, aber zum Schluss, wir sprechen da immer von technischen Schulden, die sich da aufbauen, zum Schluss wird es nicht weniger Arbeit, im Gegenteil, es wird meistens mehr. Man geht das Risiko ein, eine nicht sichere Webseite zu haben. Man verliert an Performance, man verliert an Barrierefreiheit, also man verliert aktiv Benutzer der Plattform. Und dadurch verliert man natürlich auch Sichtbarkeit. Ne? Also die Seiten ranken perspektivisch auch immer schlechter. Und dann kann man natürlich irgendwann den großen Einholschlag irgendwie versuchen und das große Update fahren. Aber es ist natürlich viel sinnvoller, das regelmäßig in der Form von einem kleinen Retainer laufen zu lassen und immer State of the Art und immer so innovativ wie möglich mit den digitalen Produkten zu bleiben und nicht zu lange zu warten. Wie sieht denn aus deiner Sicht die Zukunft von Drupal und von digitalen Systemen aus? Also was kannst du mir über Innovation erzählen? Was glaubst du passiert als nächstes? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das Thema AI wird noch größer werden, als es im Moment eigentlich schon ist. Also ich muss sagen, ich bin in der Vergangenheit immer recht kritisch gewesen. Also ich habe Blockchain bis zum Schluss nicht so wirklich verstanden und auch NFTs oder viele andere von den größeren technischen Hypes, die es in den letzten Jahren so gab, stand ich sehr kritisch gegenüber. Ich glaube, dass die Large Language Models, die wir im Moment sehen, aber einen sehr großen technischen und auch gesellschaftlichen Wandel mit sich mitbringen werden. Und gerade deswegen ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, so nah wie möglich an den letzten Releases dran zu sein, so nah wie möglich an der technischen Innovation dran zu bleiben, weil sich da sehr, sehr viele Dinge in den nächsten Jahren verändern werden. Die Frage ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, wenn man sieht, wie gut man mit einem ChatGPT von OpenAI eigentlich sprechen kann, inwieweit wird das Web in der Art und Weise, wie wir das kennen, eigentlich noch seine Relevanz beibehalten? Ne? Inwieweit ist dann dieser ganze API-First-Charakter, den Drupal hat, also dass alles auch über Schnittstellen abzurufen ist, nicht wirklich auch ein kompetitiver Vorteil, wenn es vielleicht so ein traditionelles Webinterface vielleicht gar nicht mehr geben wird und die Inhalte über ein viel natürlicheres Interface abgerufen werden, nämlich unsere Stimme, ne? Also in einem ganz normalen Gespräch. Ich glaube, das ist was man bei Kindern auch sehr gut beobachten kann. Also meine Kinder haben immer noch große Probleme mit einem Laptop umzugehen, weil das ein sehr unintuitives Interface ist. Die kommen viel besser mit einem iPad oder einem Tablet zurecht. Aber am allereinfachsten ist es natürlich ganz normal, mit so einem LLM zu sprechen und dem einfach zu sagen, was man haben möchte. Und das funktioniert inzwischen sehr, sehr gut.
Volkan, wir haben jetzt heute über ganz viele unterschiedliche Dinge gesprochen. Wir haben über Innovationen gesprochen, die mit neuen Drupal-Versionen kommen. Wir haben über die Gefahren und Risiken gesprochen, die damit verbunden sind, dass man ein System auf einer veralteten Drupal-Version betreibt. Und lass mich dir vielleicht jetzt noch eine letzte Frage stellen, und zwar, wenn sich ein Unternehmen dafür entscheidet, so einen Upgrade-Prozess durchzuführen, gemeinsam mit Factorial, wie würde so ein konkreter erster Schritt aussehen? Als allererstes fangen wir natürlich an mit einem kurzen Chemistry-Meeting. Ne? Also man guckt erstmal, wir versuchen natürlich so ein bisschen grob zu verstehen, was die Organisation macht, welche Organisationsziele es da gibt. Wir schauen kurz mal in Analytics rein, schauen natürlich auch von außen über die unterschiedlichen Tools, die uns so zur Verfügung stehen, an, wie die Sichtbarkeit aussieht, um dann natürlich dieses Drupal-Modul zu installieren, von dem ich davor schon erzählt habe, um zu schauen, wie hoch sind denn oder welche technische Schulden sind denn in den letzten Jahren angefallen. Also sprich, welche Version von Drupal läuft da eigentlich, welche Erweiterungen wurden installiert, welche individuellen Erweiterungen wurden geschrieben. Und dann, ne, das ist dieser zweite Schritt, ist diese rein technische Analyse, und im ersten geht es darum, die Organisation kennenzulernen und zu schauen, was sind denn die organisationalen Ziele, die es da gibt, beziehungsweise das dann später auch abzugleichen mit dem, was der digitale Touchpoint auch wirklich leistet. Dann, Volkan, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Danke für deine Zeit, und wenn auch ihr Interesse daran habt, einen Upgrade-Prozess durchzuführen, oder ihr wollt vielleicht auch einfach nur mal eine externe Perspektive auf euer System haben und verstehen, was denn konkret gemacht werden muss, dann setzt euch gerne mit uns in Verbindung und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, weil wir zukünftig noch viele weitere Videos dieser Art hochstellen werden. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.